Viele Leute fragen uns, wie schafft ihr es, über 4 Jahre lang durch Südamerika zu reisen? Die Antwort beginnt genau hier mit unserem Auto. Was? Mit so einem Auto könnt ihr doch nicht campen? Das haben wir schon oft gehört. Aber pass auf! Also, das ist unser Toyota Land Cruiser Prado von 1998. Kein Luxusauto, aber zuverlässig. Also das perfekte Fahrzeug für Overlanding in Südamerika. Also warum sind die Leute immer ganz erstaunt, wenn wir in unserem Auto schlafen? Die Frage ist immer die gleiche. Wie geht das? Heute zeige ich dir, dass man nicht immer das teuerste Equipment braucht zum Campen, sondern dass es auch gut mit einem 26 Jahre alten Auto funktioniert. Dazu zeige ich dir unser Schlafsetup in einem nicht umgebauten Auto und unsere einfache Campingausrüstung. Fernglas, Batterien, Haussachen und Wachhund. Heute ist unser Prado leer, weil wir uns gerade auf unsere nächste Reise vorbereiten. Die wird auch ein paar Monate dauern. Und zwar fahren wir nach Patagonien, ans Ende der Welt, und das will natürlich gut vorbereitet werden. Ja, wir reisen jetzt seit über 4 Jahren so mit unserem Auto. Wir hatten ja eigentlich gar nicht vor, so lange Overlander zu sein. Also Overlander sind die Leute, die übers Land fahren, ja, ohne eine Destination, nämlich die Reise ist das Ziel und nicht die Destination. Wir wollten eigentlich nur 1 Jahr lang mit dem Auto den Kontinent erkunden. Aber dann sind wir immer weiter und weiter gefahren und wir wussten ja gar nicht, dass es sowas wie Overlander gibt, dass das so heißt. Bis wir dann andere Overlander getroffen haben auf einem Campingplatz und die gesagt haben, dass sie das machen. Die sind dann aber meistens auch sehr gut ausgestattet, also mit modernem Equipment. Wir haben in den letzten 4 Jahren immer wieder mal gecampt und das längste war 2 Monate am Stück. Und das immer wieder mal campen hat uns auch sehr geholfen, unser Equipment zu testen. Wir sind dabei keine Profis, aber ich finde, das schaut schon mal ganz gut aus. Meine Küche. Das ist unser Klapptisch, den wir uns vor kurzem gekauft haben. Den werde ich jetzt mal entpacken. So, mein Tisch ist fertig. Trotzdem haben viele der kurzzeitigen Overlander immer wieder mal angemerkt, dass sie viel besseres Equipment haben als wir. Und wie wir das überhaupt schaffen, so was, ihr habt gar kein Dachzelt, wie schlaft ihr? Oder was, ihr habt gar keine Hausbatterie? Ja, haben wir nicht. Wir haben uns zwar mal angeschaut, wie wäre es, ein Dachzelt zu haben auf unserem Auto oder eine Hausbatterie, EcoFlow, Bluetti, aber es hat noch nicht so gepasst. Aber wir haben trotzdem schon einiges mit unserem Equipment erlebt und einige Wochen oder Monate am Stück gecampt. Und heute werde ich dir zeigen, wie das alles funktioniert hat. Wir sind bis jetzt 65.000 Kilometer damit gefahren, in ganz abgelegene Gegenden durch extreme Naturverhältnisse, über Stock und Stein in der Wüste in Kolumbien und haben sogar im Auto übernachtet bei 0 Grad in der Salzwüste in Bolivien. Ich finde aber, es ist auch eine Kopfsache, wenn man sich vornimmt, dass man in ganz kaltem Wetter campen geht, dann ist es nicht so schlimm. Zum Schlafen klappen wir unsere 2 Rückbänke um und legen eine Doppelbett-Luftmatratze drauf. Okay, wir bauen unser Bett auf. Zuerst klappen wir die beiden Rückbänke um und legen Yogamatten drauf. Und jetzt kommt gleich die Luftmatratze, die der Paul selbst aufblasen wird. Yeah! So, wir haben unser Leintuch, dann jeder einen Schlafsack. Ja, könntest du dir vorstellen, so im Auto zu übernachten? Und was jetzt auch noch dazu kommt, ist eine Emergency Blanket mit 2-facher Beschichtung. Eine Schicht für kaltes Wetter, eine Schicht für warmes Wetter, oder? Ja. Ja. 2 Meter mal 130, oder? Windy. Das heißt, es hat die Wärme gut drinnen gehalten. Generell war es aber schon ein bisschen kühl. Morning! Das ist dann wieder reversibel und man hat wieder ein ganz normales Auto und kann damit Gepäck oder Leute transportieren. Ellie is excited. Ja, manchmal in der richtigen Umgebung war es richtig romantisch. Yay! Yay. Und auch wunderschön in schöner Natur aufzuwachen.
Nächster Morgen. Wir schlafen im Auto. Bei dieser Aussicht steht man aber gerne auf. Der nächste Morgen. Das Wichtigste für uns ist, dass wir überall hinkommen. Deshalb haben wir uns auch für einen 4x4, einen Allrad-Geländewagen entschieden und keinen Campervan mit eingebauter Küche und so weiter, wo alles immer hin und her fallen kann, wenn man Offroad geht. Ja, es gibt nirgends, wo mit dem Toyota nicht hinkommt. Außer einmal, als eine Brücke zu klein für uns war und wir dann einfach durch den Fluss gefahren sind. Ja, der Toyota ist perfekt für den Straßenverkehr, groß genug, um sich zu behaupten, aber kompakt genug für enge Straßen. Slightly narrow. Also, wenn du mich nicht kennst, ich bin Alexandra und zusammen mit Paul seit 4 Jahren in Südamerika unterwegs. Wir haben immer mal wieder gecampt und sonst fahren wir auch sehr viel herum. Und das ist auch, was uns immer wichtig war, nämlich ein Fahrzeug, was überall hinkommt. Dafür haben wir einfaches Equipment und immer Fokus auf ein Budget, weil wir auch online arbeiten. Paul hat auch einige Videos zum Auto und zu unserer Reise auf seinem Kanal. Ja, die wichtigsten Eigenschaften vom Toyota Land Cruiser Prado: die Zuverlässigkeit auf jeden Fall, die Offroad-Fähigkeit und die niedrigen Wartungskosten. Außerdem, was ein Modell von 1998 besonders macht, sind der robuste Motor, die einfachen Reparaturen und die gute Ersatzteilverfügbarkeit. Da haben manche mit, ich weiß nicht, einem Land Rover Defender, den sie aus Europa importiert haben, die haben mehr Probleme, hier Ersatzteile zu finden. Für uns war es bis jetzt immer super, besonders wenn man mitten in der Pampa ist und jeder einfache Mechaniker eigentlich so ein Auto reparieren kann. Ja, hast du schon mal den Motorraum von so einem alten Auto gesehen? Es wird dich überraschen. Ja, also so ein altes Auto kommt auch mit vielen Vorteilen, wenn man sich es mal genauer anschaut. Erstmal, in Paraguay werden diese Autos locker bis 30 Jahre alt gefahren. Und wenn man sie gut wartet und gut aufpasst, halten die auch ewig. Und der Toyota kann auch gut und schnell repariert werden, weil hier der Motorraum ist sehr zugänglich und es ist nicht alles so verbaut wie bei vielen neuen Autos. Ja, unser Auto ist ein Diesel, der auch noch problemlos den alten, schlechten Diesel tanken kann, den es hier in vielen Ländern gibt. Das können neue Autos nicht mehr. Wenn man in Paraguay lebt, kann man auch sehr einfach die anderen Länder rundherum bereisen. Und dafür finden wir unser Auto perfekt, weil in anderen Ländern, man sieht ja aus wie jedes andere Auto auch. Und viele anderen Overlander stechen ja sehr raus mit ihren großen Fahrzeugen und ihren Stickern. Und wir sind immer lieber inkognito mit den dunklen Fenstern. Und es ist immer ganz lustig, wenn uns dann die Polizei aufhält. Und der Paul macht dann die dunkle Fensterscheibe runter und dann sehen sie ihn zum ersten Mal und sind immer ganz erstaunt. Das ist immer recht lustig. Also wir haben die letzten 4 Jahre immer wieder mal gecampt und das längste am Stück waren 2 Monate. Das waren in Ecuador beim Hans auf der Finca Sommerwind. Wir haben auch in verschiedenen Klimazonen unser Equipment getestet, damit wir im Ernstfall auch wirklich überall überleben können. Can you please come back and make dinner? Okay, on my way back. Ja, momentan ist unser Kofferraum leer, aber wir haben unser Camping-Setup schon oft getestet. Von Solarzellen zum Handy aufladen, Wasserfilter und Werkzeug. Unsere Ausrüstung ist eine Bug-Out-Bag und alles, was man zum Kochen und zum Schlafen braucht. Wir haben einen Propangastank von 10 Kilo, wir haben 20 Liter Dieselkanister, alles zum Kochen, sowie Campingofen, Survival-Equipment und Überlebensausrüstung, also unsere Bug-Out-Bag. Und damit haben wir schon in verschiedenen Ländern alles testen können. And here you can see it a lot better. Here is parts of the luggage. This is now our kitchen equipment and this is our car equipment and the kitchen stove. This is what that looks like. Wir haben mal überlegt, uns eine Holzplattform hinten rein zu machen, aber dann hätten wir wieder weniger Platz gehabt fürs Gepäck. Ja, so sieht's aus, wenn wir den Toyota für eine Reise vollpacken.
Jetzt kommt bald unsere nächste Reise nach Patagonien, nach Argentinien, wo es sehr kalt sein wird. Aber wir werden das mit dieser Ausrüstung auch schaffen. Es ist eigentlich wie bei allem im Leben. Man braucht ja nicht immer das beste Equipment. Es kommt auf die Skills an. Das ist wie wenn Leute filmen mit alten Handys und es kommt manchmal besser rüber, als wenn jemand Tausende von Euros für eine Kamera ausgibt, aber nicht gut filmen kann. Oder jemand hat das teuerste Auto und kann nicht gescheit Auto fahren. Ja, also der Plan war ja, dass wir mit unserem Toyota nur ein Jahr lang durch Südamerika fahren und es dann wieder verkaufen. Das war zumindest der Plan. Aber er hat uns dann in immer mehr und mehr Länder gebracht und alles gut bewältigt, dass wir das jetzt schon über 4 Jahre und über 65.000 Kilometer lang machen. Wie gesagt, man muss sich natürlich um so ein altes Auto kümmern. Man muss es gut warten und somit hoffen wir, dass unser Auto auch noch sehr lange halten wird. Ah ja, mit dem Alter kommen auch Vorteile. Ja, zum Beispiel mit 26 Jahren ist der Toyota ja schon ein Oldtimer, zum Beispiel in den USA, in Europa glaube ich dann mit 30 Jahren und könnte dann auch dorthin importiert werden. Ja, wir haben ja derweil noch vor, dass wir hier bleiben am Kontinent und uns auch bald auf das neue Overlanding Adventure begeben nach Patagonien und dort werden wir unser Equipment wieder aufs Härteste testen. Ja, wir sind also eigentlich bereit mit unserem ganzen Equipment für unsere nächste Reise. Außer, wenn man genauer hinschaut, bräuchten wir wahrscheinlich noch neue All-Terrain-Reifen, weil diese schon ziemlich abgefahren sind nach 65.000 Kilometern. Ja, mein Fazit zu unserem Toyota nach 4 Jahren. Bis jetzt war eine erstaunlich gute Wahl. So alte Autos sind echt noch mit guter Qualität gebaut. Wenn dich mein Video von damals interessiert, wie wir nach dem Toyota gesucht haben und ihn gekauft haben und welche Dokumente man brauchte für den Kauf und auch um damit ins Ausland zu fahren, schau dir mein Video dazu an. Hast du Fragen zum Autokauf in Paraguay oder wie besucht man andere Länder, wie man einreist, was man dazu braucht? Schreib mir einen Kommentar und ich erzähle dir gern mehr darüber. Ja, wir hoffen auf viele weitere Reisen mit unserem Toyota Land Cruiser Prado und ich hoffe, dass wir uns demnächst sehen in Südamerika.